In the old days, we believed in genetic control where genes were self-active, where genes could turn on and off by themselves. But that belief is now found to be incorrect. Recent understandings in science reveal that our thoughts have a very profound effect on our DNA. Das ist für unser Wünschen natürlich sehr interessant, denn wenn wir Einfluss auf unsere DNA haben und unsere DNA sich durch das Quantenfeld mit allem auf dieser Welt verbinden kann, können wir durch das Gesetz der Resonanz alles in unser Leben holen, was wir gerne möchten. We're having feelings changing the DNA. The DNA is having a direct effect on the stuff our world is made of, and now we have the link between our feeling world and the physical reality in the way that the Western mind and science can grasp, because we need that in our way of thinking. So this tells us now, beyond any doubt, that when we have a feeling, compassion, forgiveness, love, inside of our bodies, or sometimes negative feelings, anger, hate, jealousy, rage, that we are affecting our DNA, the literal structure of our DNA, and that the effects of that DNA are now extending beyond our bodies through the field that connects everything and literally touching the world around us in ways now that we're only beginning to understand. Was uns in der Außenwelt begegnet, hat einen Ursprung. Und dieser Ursprung ist in unseren Gedanken, Gefühlen und Überzeugungen zu finden. Wir haben durch unsere Gedankenkraft und unsere Gefühle einen Einfluss auf unsere DNA. Die DNA hat eine starke Wirkung auf ihre Umwelt. Wir haben daher durch Gedankenkraft einen Einfluss auf unsere Umwelt. Wir sind Schöpfer unseres eigenen Universums. Jeder Wunsch findet sein Ziel. Wenn wir wünschen, senden wir Energie aus. Nun wünschen wir aber leider nicht alleine. Es sind sogar viele, die gleichzeitig wünschen. Eigentlich sind es sogar sehr viele. Auch jetzt, in diesem Moment, sind wir eingetaucht in ein Meer von Wünschen, die sich alle beständig ausbreiten und nach Resonanz suchen. Wie kommen alle unsere Wünsche und Sehnsüchte dort an, wohin sie sollen? Und wie kommt das Gewünschte zu uns zurück? Woher wissen die Empfänger unserer Wünsche überhaupt, wie sie uns finden können? Welcher Teil unseres Körpers empfängt die Informationen und leitet sie an unser Bewusstsein weiter? Bei den Antworten auf diese Frage spielt zu einem großen Teil auch unsere DNA eine Rolle. A few years ago they realized that the genetic part, the genes, are about 10% of the DNA. The other 90% they don't know what it does. They called it junk DNA. Then as they did the Human Genome Project and started to figure out what the genes really were and identify all the genes, gradually they realized that about 5% of the DNA was genetic. The other 95% they didn't know what it was. So the DNA is this enormous molecule, and we know what a tiny, tiny part of it does. Die Frage war also lange, was macht die DNA überhaupt? Die russischen Wissenschaftler Wladimir Poponin und Peter Garjajew haben darauf eine Antwort gefunden. 95% der DNA scheinen im Wesentlichen zur Kommunikation mit anderen benötigt zu werden. We find that the DNA, RNA pattern in the human body
is part of a much larger signal range of biological signals. And also the DNA, RNA of the human body is part of a much larger language process of noise signal relationships that can give us, as it were, a greater rush of energy and help us literally rebuild our body cell by cell and molecule by molecule. Unabhängig davon entdeckte Professor Popp, dass ein großer Teil dieser Kommunikation durch Licht stattfindet, durch sogenannte Biophotonen. Natürlich hat man bei der Bedeutung, die die Biophotonen haben, sofort den Eindruck, die DNA muss eine große Rolle spielen. Wir haben auch entsprechende Experimente gemacht. Wir haben nicht nur eine Lichtaussendefähigkeit, sondern vorwiegend, so sehen wir das heute, ist die Lichtspeicherfähigkeit. Die Zelle ist also regelrecht süchtig danach, möchte ich mal sagen, das Licht zu speichern, nimmt das aktiv auf. Wir senden also nicht nur durch unser Herz und unser Gehirn, sondern auch durch unsere DNA Informationen in die Welt. Wichtig scheint dabei aber auch zu sein, dass wir mittels unserer DNA Informationen empfangen und speichern können. Genau genommen sind wir ständig auf Sendung und auf Empfang. At every moment, whatever we do enters into a wave field that is a cosmic wave field. You and I are communicating with each other through our energy fields. We're not just in this field, we are this field. It interacts with all other things, and all other things interact with us. When you send intention, you move beyond this sense of separation to a sense of unity. The more we are conscious of this, the more we allow our brain to interact with this information field, the more channels we pick up. There are various habits of thinking and habits of mind and states of mind which we could call morphic fields of the mind. We tune into them. And when you tap into that, your journey begins. Erfolgreich wünschen ist ein sehr geeigneter Weg, unseren eigenen Code, den wir beständig aussenden und mittels dessen wir Informationen empfangen, umzuprogrammieren. Erst wenn wir unser Bewusstsein gezielt ausrichten, können wir in Resonanz mit den Dingen treten, die wir gerne in unserem Leben realisiert haben möchten. Wir können durch Gedanken Materie beeinflussen. Diese starke Energie, die unser Herz aussendet, kann genügend Kraft besitzen, nicht nur unseren Körper, sondern auch die Atome der Materie zu beeinflussen. Um dies besser zu verstehen, müssen wir einen kleinen Abstecher in die Sprache der Atome machen. Wer schon lange kein Schulzimmer mehr besucht hat oder ein Buch über neue Physik gelesen hat, hat wahrscheinlich noch immer das alte mechanische Modell eines Atoms im Kopf. Hier gibt es einen Kern, um den Elektronen und Protonen kreisen. In diesem Modell gibt es also feste Teilchen. Doch diese Vorstellung ist schon lange überholt. Inzwischen weiß man, dass es sich gar nicht um Teilchen handelt, sondern um eine Konzentration von Energie in verschiedenen Zonen. The matter-energy entities are not really matter. They are more like information and energy entities. Je näher man den Elektronen und Protonen oder dem Atomkern kommt und je genauer man sie untersucht, desto mehr lösen sie sich auf. Das dichte, feste Teilchen besteht nur aus Energiewirbeln. Das Atom hat keine physische Struktur. Matter is ultimately an illusion. Matter is something that appears to us. It appears as if it was matter. But when we look deeper into it, when we look at the electron microscopes and then we analyze what we see, we have to come to the conclusion that ultimately matter is made up as bundles of energy. Es gibt keine feste Materie, es gibt nur Energie.
And really, there is no matter in the universe. Everything we feel to be solid is really condensed energy. Das Interessante ist nun, dass die Energie eines Atoms aus den gleichen Kraftfeldern besteht, wie wir sie mit den Gefühlen, Gedanken und Überzeugungen entstehen lassen. Human beings are not different from atoms, not different from galaxies. We are actually halfway between the electron and the galaxy in size. But we ourselves are integrated bundles of informed energy. Das ist für unsere Wunschkraft sehr wesentlich, denn aus der Quantenphysik weiß man nun, dass sich das Atom selbst verändert, wenn sich das elektrische oder magnetische Feld eines Atoms verändert. Das heißt, wir können tatsächlich jedes Atom der Welt beeinflussen. Dabei spielen weder Zeit noch Entfernung eine Rolle. Human beings, as all living things, are bundles of energy, are standing waves in this tremendous wave field, and therefore they interact with all the other waves. The whole universe is a series of interacting wave patterns. Wir haben eine direkte Wirkung auf unsere Umwelt. Wie stark der Einfluss von Gedanken und Überzeugungen auf Materie sind, zeigen die Wasserkristallbilder des japanischen Forschers Dr. Masaru Emoto. Dr. Emoto and many others have shown us that by putting energy into the system, we can truly make a difference. Emoto fotografierte erstmals die Kristalle von gefrorenem Wasser und begann, die energetische Struktur zu erforschen. So sieht ein Wasserkristall von destilliertem Wasser aus. Und nun zeigte er dem Wasser verschiedene Wörter. Glück, Pech, ausgezeichnet gelungen, Dummkopf, Sicherheit. Wassermoleküle reagieren auf Gedanken und Gefühle, Worte und Bilder. Danke. Du machst mich krank. Lass es uns tun. Liebe. Wenn wir nun noch daran denken, dass wir zu 70% aus Wasser bestehen, verstehen wir vielleicht, was positive oder negative Worte in unserem Körper bewirken. We must bring together a breakthrough in positive psychology, positive linguistics, positive creativity. Whatever we do acts on the wave fields around us, whatever we do. The question is, how conscious are we of it? I believe very sincerely that if you tap into that there's no idea that you cannot have. Die neue Betrachtung ist alleine. Das bedeutet, dass es keinen Gott außerhalb der Schöpfung gibt. Und das Interessante ist, dass die Schöpfung selber die Fähigkeit der Neuschöpfung hat. In jedem Augenblick wird die Welt im nächsten Augenblick geschaffen. Und ja, wer ist der Schöpfer? Wir alle. Wir können alles erschaffen. Die Frage ist nur, was möchtest du erschaffen? Kopiere nicht andere, sonst lebst du das Leben anderer. Denn manche gehen gerne alleine, manche lieber als Paar, andere lieben die Familie. So mancher bleibt nur übers Wochenende. Andere wollen hoch hinaus, andere suchen noch den Weg. Manche leben in viel zu großen Schuhen. Andere leben in perfekter Harmonie. Manche wollen ihr Leben beschleunigen. Manche fühlen sich nur in der Gruppe wohl. Manche brauchen die Erdung. Andere machen viel zu große Schritte. Und so manche gehen gerne gegen den Strom.